Guten Morgen vom See. Patchi schläft noch. Und draußen ist eine schöne Morgenstimmung. Es ist 7 Uhr und hat 16,8 Grad drinnen und 15 draußen. Jetzt sind es wieder 16,9. Ja, wir machen uns. Es soll Regen kommen um 8:09. Dann haben wir dabei trocken alles eingepackt. Ist ja alles immer recht schnell verstaut. So, Schlafsack aufgeräumt. Ah, Klubschauge wird auch wach. Hey Patchi. Jetzt. Jetzt noch die Vorhänge weg. Die haben ein Klett. Zusammenlegen. Und dann werden wir anziehen und starten. Patchi ist nochmal eingestiegen. Haben wir gestern das Betttupferl vergessen? Wo gibt es halt jetzt? Wenn ich schon mal vom Übernachtungsplatz Fotos machen kann, weil das mache ich ja nicht, wenn ich bei Leuten bin, aus Datenschutzgründen. Es hat geregnet in der Nacht. Alles unter die Matratze beim Patchi. Dann schauen wir mal, wie viel Wasser noch rausgeht. Gut, das ist schon mal eine. Und vielleicht ist für die zweite auch noch was da. Das reicht schon. Jetzt geht es erstmal durch ein großes Waldstück. Da ist ja zum Gesicht waschen auch noch was. Perfekt. Ja, super. Das reicht locker. Ihr habt ja auch schon gesehen, dass ich das Rad am Abend immer abdecke. Und das ist einfach auch schön, wenn dann alles trocken ist. Da geht es jetzt durch dieses Waldstück. Dafür ist die Schiebehilfe Gold wert.
Und nochmal der Blick zurück, dass nichts liegen bleibt. Und ade, du schöne Nachtstelle. Jetzt werden wir erst ein Stück laufen. Und wenn man dann vergisst, was anzuschnallen wieder, wenn man das Wasser geholt hat, passiert sowas. Ja, Patschi. Und da ist jetzt gerade, wir waren eigentlich schon startklar, höre ich ein Auto kommen, habe ich mir gedacht, wenn jetzt da ein Angler kommt, aber dann war da ein ganz freundlicher Mann, der hat nur so geguckt. Und dann habe ich gesagt, wir sind schon weg, wir sind schon am Aufbruch. Sagt er, kein Problem, bleiben Sie nur da, ich kontrolliere nur die Angler. Ganz nett war der. Also da zu übernachten. Ja, es war schön und habe gut geschlafen. Und der Patschi auch. Der wollte jetzt eigentlich gar nicht aussteigen, der wollte zweimal wieder rein. Aber ich musste ja noch die Regenplane vom Fahrrad unter seine Matratze schieben und außerdem soll er jetzt auch ein bisschen laufen. Hier steht ein Obstbaum neben dem anderen. Birnen, Äpfel, Zwetschgen. Wow. Nochmal ein Blick runter, wo wir waren. Wo der See war links neben dem Baum. Das war jetzt eine Steigung. Trotz Schiebehilfe, Patschi, der Depp mit den Autos. Trotz Schiebehilfe musste ich noch helfen und das Hinterrad ist leicht durchgerutscht. Also mit dem alten Profil vom alten Reifen wäre ich da hängen geblieben und jetzt um 8 Uhr kommt dann noch kein Mensch vorbei. So, aber jetzt sind wir gleich oben. Ist nett und Tisch und Bank erwarten dann alle, die den Anstieg geschafft haben. Ja, aber leider neben der Straße. Und da geht unser Wegweiser rechts, Kollenberg 15, Ansbach 30. Das könnte man sogar auch noch schaffen, aber Kollenberg kann man auch laden. Nettes Sträßchen für den Verkehr gesperrt durch den Wald. Vorher waren ein paar viel Schlaglöcher, aber da macht man halt langsam. Was läuft denn da am Wegfahren? Ein Reh. Das war ein Rehkitz. Patschi hat es jetzt auch gesehen. Der fliegt aus. Plätsch, plätsch, plätsch. Der angekündigte Regen ist da. Geht ganz ordentlich jetzt. So gut, dass so gut beschildert ist, weil jetzt ist die Karte alles zugedeckt. Jetzt geht es auf Schotter wieder bergab. Und ich sage euch, da seid ihr auch dankbar für Stollenprofil, wenn das Rad nicht einfach rutscht. Es ist nicht mal Schrittgeschwindigkeit, was ich da runterfahre. Weil wenn ich da bremse, dann rutsche ich sofort durch. Wir kommen nach Kalmbach. Da oben ist die Ladestation. Das wäre es direkt unterhalb der Burg. Dann schauen wir mal. Wir sind angekommen in dem Gutshof und haben geparkt. Eine Tasse Kaffee steht bei mir auf dem Tisch und auf Nachfrage, ob es Semmeln gibt, milchfreie, musste der Wirt passen. Aber er war so nett und hat mir Gurken und Tomaten noch gebracht und dann doch noch ein Brot gefunden, ein milchfreies. Und jetzt nehme ich halt die Blaubeermarmelade dazu, die ich bei meiner 3. Übernachtung geschenkt bekommen habe. Klasse. Jo. Und Fahrrad lädt. Und wie auf Bestellung ist das Wetter schön worden. Es hat aufgehört zum Regnen und die Sonne kam sogar raus. Schaut jetzt zwar nicht so ganz toll aus, der Himmel. Das Ambiente schon.
Aber ich hoffe, dass es jetzt trocken bleibt. Wäre schön, 1-2 Stunden. Diese Blaubeermarmelade ist ein Traum. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Also eine schönere Möglichkeit zum Fahrradladen gibt es gar nicht. Echt klasse. Und da dahinter ist gleich die Burg. Ich denke, ich kann da ganz unbesorgt das Fahrrad stehen lassen und mit dem Patschi einen kleinen Abstecher machen. Das muss jetzt noch sein. Lieber Hans, ich hätte gern die Marmelade als Mitbringsel mitgebracht. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, die hält es nicht mehr bis nach Hause. Oh, die schmeckt gut. Ein verrücktes Häuschen oder gewesen Häuschen. Da geht ja direkt der Weg runter zum Gutshof. Hätte man gar nicht außen rum, aber das ist ja egal. Und da geht's zur Burg. Ah, sind wir schon. Burg Kollenberg. Schönes Portal. Der Wind geht da oben. Sieht man genau, wo es regnet. Das wäre das, da freue ich mich. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein. Sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. Bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Also danke für das Nette. Danke ebenfalls. Aber an diesen Genuss kam ich noch nie, dass mir jemand einen Reisesegen vorgespielt hat. Freut mich. Das klingt so schön, da habe ich mir gedacht, da möchte ich im Tal sein und das hören, wenn das sich so ausbreitet, der Schall. Bin ich noch mal runter zum Wohnwagen und habe meine Harfe geholt und dann haben wir ein Stück zusammengespielt, auch wenn die Intonation nicht ganz passt, aber
sowas ist einfach so ein Glücksmoment, jemanden zu treffen und dann Musik zu machen zusammen. Ja, ihr habt es ja gesehen. Also wunderschön, da oben der Aufenthalt. Auf der Burg selber oben ist übrigens auch noch eine Gaststätte, in der man essen kann. Und nicht unerwähnt möchte ich natürlich den Wirt lassen, der zwar nur einen Kaffee mir vegan bringen konnte, spontan, dann aber noch dieses Pumpernickel oder was gefunden hat, was vegan ist und mir noch Gurken und Tomaten aufgeschnitten hat und am Schluss nur den Kaffee abgerechnet. Also das war wirklich so nett. Herzlichen Dank nochmal dafür. Die Gurken und Tomaten habe ich mitgenommen, weil die gibt es dann später. Ja, und jetzt auf nach Ansbach. Da ist der Wegweiser und da heißt es 15 Kilometer. Da hinten ist die Burg nochmal. Da geht's mal an der Bahn entlang. Das ist das Stück hinter Leerberg. Da schaue ich habe nämlich die GoPro im Dachfenster eingeklemmt. Und sie hält. Ich glaube, das ist ein Trampolin. Wenn man nicht genug Sport hat. Komm, Patschi. Komm, du magst es doch. Ist super. Du bist ein Depp. Komm, sitz zu mir. Ja. Es ist ein Kasperl. Oh. So, mach mal fit. Super. Gut, geh mal wieder. Alles gut. Guckt ein Patschi auf die Haare, wir haben Rückenwind. Super. In Ansbach habe ich jetzt eine SD-Karte bekommen, da gibt es ein DM, leckere vegane Sachen, Fertiggerichte und noch Backwerk. Da geht es jetzt mitten rein nach Ansbach. Mittlerweile ist es 4:10. Durch Ansbach sind wir durch, aber da ist so schlecht beschildert, am Anfang schon so irrtümlich und in der Innenstadt dann, ja, bin ich falsch rausgekommen. Zum Glück habe ich das Navi. Jetzt bin ich fast richtig. Das heißt, ich bin nördlich der Bahnlinie, aber der Fahrradweg muss südlich der Bahnlinie sein. Und jetzt fahren wir halt da und gucken, dass wir rüberkommen. Oh, ein langer Güterzug. Patschi schläft, ich weiß nicht, ob man es sieht. Wieder auf dem Radweg in Steinbach. Von der Straße zwar weg, aber jetzt wieder sowas, wo immer ein Rad umeinander holpert. Wie sagt man, vom Regen in die Traufe. Auf jeden Fall kann der Patschi jetzt wieder laufen und der wird Freude haben. Ich habe eine Bank visualisiert und da vorne kommt sie. Ich habe ja immer noch das Sauerkraut von gestern und Brot gekauft Mittag. Das möchte ich, jetzt haben wir ja nichts mehr gehabt seit dem Frühstück. Oder ich, naja, der Patschi auch nicht. Ja, wunderbar. Ah, Bub, auch einen kleinen Snack.
Und ein wunderbarer Tag ist wieder zu Ende gegangen, inklusive eines tollen Quartiers, wie wir es wieder besser gar nicht treffen hätten können, besser gar nicht finden hätten können. Ja, wir freuen uns auf den nächsten Tag.